Hallo Salome, grüß dich. Hallo Florian. Ich habe dich eingeladen zu meinem The Future of Contemporary Art, meiner Reihe von Gesprächen, die ich jetzt begonnen habe. Und für alle, die dich nicht kennen, wir haben 2014 habe ich dich ausgestellt in meinem damaligen Galerieräumen in Zürich. Wir haben uns kennengelernt bei einem gemeinsamen Künstler, den ich vorher ausgestellt hatte, Stefan Sulzer. Und dann haben wir immer weiter über die Jahre, seit 6 Jahren verfolgen wir uns, haben uns zwischendurch auch manchmal nicht so oft gesehen. Aber seitdem verfolge ich dich und in meinen Augen bist du ja einfach die Künstlerin, die den besten Blick hat, wenn es um Fotos geht. Also du hast den besten Snapshot-Moment, den man sich vorstellen kann. Das war immer meine Vorstellung, so bleibt es auch. Ähm, aber einmal ein bisschen zu dir. Du bist in Frankfurt geboren, Anfang der 80er und hast in Karlsruhe an der Akademie studiert, an Genau. der Rietveld Akademie in Amsterdam, Modedesign und dann am Goldsmith, dem ehrwürdigen, großartigen Goldsmith in London, hast du deinen Master gemacht. Aber du warst einfach total drin. Ich war damals sehr fasziniert davon auch. Du hast dich voll reinbegeben nach dem Studium in diese zeitgenössische Kunstwelt, in den Kunstbetrieb. Und hast, glaube ich, wenig geschlafen und warst ständig unterwegs und hast überall Ausstellungen gemacht. Und dann kam der Moment, wo du den Bruch gemacht hast. Wie war das damals nochmal genau gewesen? Oder was war der Auslöser gewesen dafür? Hm. Ja, wie kam der Bruch? Also ich bin da irgendwie so reingeraten, ohne, ja, dieses Studium, verleiht, also das arbeitet darauf hin, dass man dann in diesen Kunstbetrieb einfach reingeht. Ne? Das ist so, Hm. man float da rein und ich habe mich da aber nie hingesetzt oder es gab gar keine Zeit dafür, habe mir die Zeit nicht genommen, mal zu hinterfragen, was ist das eigentlich für ein Betrieb? Mit was für Leuten habe ich da zu tun? Wie verbringe ich meine Lebenszeit? Ähm, Was ist das für ein Konstrukt und für wen mache ich das und warum? Und wem bringt das überhaupt was? Also welchen Beitrag leiste ich hier eigentlich für die Welt? Und Ja, hast du jetzt inzwischen Zeit gefunden, darüber nachzudenken, wie ist denn von deiner Position oder vielleicht lass es mich anders sagen, in meinen Augen bist du eine Künstlerin, die also sozusagen den ersten Schritt gemacht hat, an sehr guten Hochschulen Kunst studiert hat, die dann reingegangen ist einfach in den Markt und einfach versucht hat, alles zu geben dafür oder mehr als alles zu geben. Und was ja auch viele andere Künstler erfahren oder andere Künstler auch erstmal machen, weil sie ja den Wunsch haben nach Erfolg und dass sie dann von ihrer Kunst leben können. Aber wie ist jetzt mit dem, wo du jetzt stehst, wie siehst du die Kunstwelt? ja, das Stichwort ist eigentlich so Erfolg. Was ist das eigentlich? Mhm. Ja, und eigentlich lief das gerade für mich ganz gut, weil wir dann ich war auf der Liste in Basel und dann, oder war erst, nee, erst war Nada Miami die Messe und dann die Liste in Basel und eigentlich war das so, da hätte ich eigentlich weitermachen müssen. Da kamen dann auch also die Kontakte und, Mhm. aber dann auf einmal, ja, da gab es einfach ein paar Situationen, ein paar Schicksalsschläge, wo ich dann Mhm. ich habe das als Chance genutzt und die Möglichkeit gesehen, ich kann da jetzt mal in mich gehen und kann das mal von außen betrachten, was ich da eben Mhm. gerade mache. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich in diesem Kunstbetrieb mich nicht autonom und frei fühle. Also das ist das sind festgesetzte Machtstrukturen. Ich brauche die eigentlich auch nicht verurteilen. Also ich habe das Mhm. dann gemacht, ich habe das verurteilt und habe mich dann dagegen auflehnen wollen, aber habe dann gemerkt, hey, wenn dir irgendeine Machtstruktur nicht gefällt, musst du ja gar nichts dagegen haben. Du kannst da einfach rausgehen. Mhm. Anstatt, ja, das Ja. ist so eine Clique, die man irgendwie nicht mehr cool findet. Da muss man Mhm. die ja nicht haten, sondern man kann ja einfach sagen, hey Leute, tschüss, ich gehe jetzt woanders hin. Kann man ja Mhm. machen. Und so war das eben für mich, dass ich dann gemerkt habe, okay, nee, so möchte ich meine Lebenszeit nicht mehr verbringen. Das ist für mich nicht das Richtige. Ich kann hier nicht die Arbeiten machen, die ich möchte. Und vor allem konnte ich auch ich konnte mir das auch gar nicht finanzieren. Ne? Ich konnte das nicht Mhm. finanzieren,
produzieren die Arbeiten, die ich gerne produzieren möchte, in Unabhängigkeit von Galeristen und Sammlern. Und das war für mich aber wichtig als freie Künstlerin eigentlich oder als Mensch, dass ich mit Leuten nur rede, auf die ich Bock habe und dass ich einfach mache, was ich will, in Unabhängigkeit. Ist es dann sozusagen, dass du frei bist von irgendwelchen, wie kann man das sagen? Oder vielleicht sagst du mir noch, wo würdest du sein? Du hast jetzt sozusagen, du hast angefangen, du bist reingekommen in die Kunstwelt, du hast die Härten des Kunstmarkts kennengelernt, des Kunstbetriebes. Du hast versucht sozusagen, du hast geschaut, wie es ist, in Ausstellungen reinzukommen. Du hast Sammler kennengelernt oder Leute, die sich als Sammler bezeichnen. Und das ist immer eine interessante Sparte, die es auch gibt. Oh ja. Vielleicht können wir nochmal, oder ja, genau, ich meine, da haben wir, glaube ich, schon mal öfters drüber gesprochen, das sind dann so ja die Leute, die haben irgendwann mal was gekauft und dann werden sie auf einmal auf die Listen gesetzt für Einladung zu Dinners und dann werden sie immer wieder eingeladen, aber sie kaufen vielleicht alle 5 Jahre mal eine Arbeit, aber werden als die großen Sammler bezeichnet und damit werden sie überall eingelassen und sie freuen sich über die ganze VIP-Behandlung. Ja, habe ich das richtig zusammengefasst oder ist es falsch? Schön zusammengefasst, ja. Das ist alles einfach Quatsch. Ja, Diese Pseudo-Exklusivität. Ja, ich meine, ich finde es ja, es ist ein Spiel. Ich meine, mir persönlich, ich mag das ja auch als Teil von dem ganzen System, aber es ist, ja, es hat so Momente davon. Aber nochmal zurück, wo möchtest du gerne sein? Ja, ich habe das natürlich visualisiert, ne? Mhm. Man muss das ja visualisieren, sonst passiert das ja nicht. Deswegen. Schreib mal ein Bild. Ich sehe mich in einem super geilen Atelier aus Beton. Ähnlich wie das hier, ja, wie meine Wohnung. Eine Wohnung, in Unterwäsche stehen, mit einer Kippe im Mund und am Telefon, wie ich Ansagen mache, wie die neue Skulptur gegossen werden soll. Mhm. An einem Wochenende, Mhm. weil ich ja während der Woche arbeiten gehe in der Schule, Mhm. um die Leute den Jugendlichen zu einem gelingenden Leben zu verhelfen, damit die sich auch die Zukunft so visualisieren können, wie sie wollen. So sehe ich mich. Also so eine Art Mischung aus Punklehrerin. Ich weiß nicht, ja, das könnte man natürlich so klischeemäßig abstempeln. Ja, okay, aber dann, ich nehme das Klischee wieder weg, okay? Nee, das ist nicht stören. Ja, das stört mich eigentlich auch gar nicht. Solange es noch mehr dazu gibt, außer, ja, das mit dem Punk ist halt so eine Sache, weil die Punker, die sind halt grundsätzlich, so geil ich die finde, die sind halt dagegen. Und ich habe mich oft gefragt, was eigentlich der Unterschied von mir zu denen ist. Und der Unterschied ist eben, ich bin eigentlich nicht immer nur dagegen, ich bin auch oft und immer auch dafür. So kenne ich, stimmt, das stimmt. Wenn du es so definierst, also ich kenne dich ja auch als jemand, der sehr positiv ist, immer so sagt so, ja, yes, let's do it, let's go for it, ja! Ja, wenn es eine richtig gute Sache ist, ja, let's do it. Und was ich auch, das ist natürlich total idealistisch und wahrscheinlich auch niemals möglich, aber ich habe mal mit dem Gedankenexperiment gespielt, wie das denn wäre, wenn Kunst überhaupt nicht mehr im Netz vertreten wäre. Also wenn keine Kunst mehr auf Nicht Social mehr online, also wenn Kunst nicht mehr, also im Netz, nee, erzähl ein bisschen mehr, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja, nee, genau, offline, also Offline-Art, ja, kann man eine Ausstellung zu machen.
wenn das Ganze raus ist aus der ganzen Geschichte. Und ja, es geht halt darum, dass man mal wieder seine Tasche packt und in die Ausstellung geht und wie das auch gedacht war, mal um die Objekte rumgeht und sich das wieder anguckt und einen Aufwand dafür betreibt, statt irgendwie dieses Wegswipen und Wegwerfen und ja, das ist Durchscrollen meinst du? Scroll und Swipe und was weiß ich. Und Ja. das ist halt viel zu kurzlebig und auch diese Instagrammability, dass das halt erst einen Wert gewinnt, wenn es ein gutes Foto auf Instagram, also wenn es da, sich da gut darstellen kann. Und dann ist es halt so whatever. Also eigentlich, Kunst muss überhaupt nicht gut aussehen. Aber ich meine, für mich ist ja Instagram und die anderen Social Medias ist für mich alles letztendlich eine Form von Marketing. So verstehe ich es Genau. eigentlich. Und das würdest du aber sagen, dass dann eigentlich, oder es sind ja mehrere Aspekte. Also Social Media ist ja, das ist ja alles Marketing, dass du sagst, das ganze Marketing, der ganze Verkaufsmoment, dass es Kunst wie ein Produkt genommen wird, wie eine schicke Sonnenbrille oder wie eine Birkin-Bag oder keine Ahnung was. Das ist sozusagen, das ist die Marke und jetzt, das ist total cool und das musst du das und das kaufen, weil du damit das und das dann besitzen wirst. Und aber siehst du es sogar noch größer, aber ich meine, es gibt ja nicht nur die Marketing-Momente von der digitalen Welt, sondern es gibt ja auch noch die ganz normal die digitale Art oder es gibt sozusagen einfach, dass du Sachen digital wahrnehmen kannst. Aber du denkst wirklich, ich meine, ich bin ja selber auch ein bisschen, ich denke ja auch viel darüber nach und spreche auch mal wieder mit anderen Leuten darüber. Ähm, aber du sagst dann schon, für dich ist trotzdem so, das Digitale, wie es momentan ist, reicht nicht aus. Du musst einfach wirklich dir die Sachen direkt ansehen. Du musst die Kunstwerke direkt erfahren, offline. Eigentlich ja, außer sie sind natürlich für diesen virtuellen Raum gemacht worden. Mhm. Das ist natürlich dann eine andere Nummer. Aber wenn man da so weit geht, dass man das alles rausnimmt, dann hat man natürlich die ganzen Machtverhältnisse und Machtstrukturen total in Frage gestellt und auch darauf reagiert. Weil, ey, ich meine, wie cool ist das denn, wenn du das alles gar nicht mehr machen musst und einfach die Leute zu den Arbeiten gehen? So wie es ja auch eigentlich gedacht war, was der eigentliche Job des Kurators mal war, bevor er durchgedreht ist, dass er nämlich die Kunst zu pflegen hat und dass er die Mhm. Leute wie ins Krankenhausbett eben zu sich holt. So war das ja Mhm. eigentlich auch gedacht. Ich sage jetzt nicht, dass alles so bleiben soll, wie es angedacht war. Das ist auch Quatsch. Die Dinge verändern sich. Aber was daran einfach verloren geht, ist eben die Bedeutung der Kunst. Also es wird der Kunst selbst einfach in diesem kurzlebigen Format nicht gerecht. Vielleicht kann man da Mhm. ja auch online wieder Möglichkeiten finden, wo das eine längere, ja, wo das eine Dauer bekommt. Aber eben Mhm. diese Archivieren im Museum und diese Institutionen, die kann man auch nicht unterschätzen. Ne? Also dieses tatsächliche Hingehen und Betrachten, das kurbelt die Erinnerung an. Und durch die Erinnerung bleibt das Langzeitgedächtnis, ja, bleibt das in Fahrt. Und so kommen einfach neue Assoziationen zustande. Und so ähm, kann man überhaupt erst anfangen, über Kunst auch nachzudenken. Weil Mhm. wenn du das einfach nur als Foto siehst und wegwischst oder scrollst oder was auch immer, dann gibt es ja diese Arbeit gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Bilderflut. Das ist ja eigentlich ein Bild, ein Image, was ja auch nicht mal ein Foto ist. Es ist ja nicht mal gedruckt. Das ist ja einfach nur ein virtuelles Daten, eine Datenansammlung von etwas. Es ist ja gar keine künstlerische Arbeit. Also man sieht ja gar nicht das, was man eigentlich sieht. Darum geht's. Mhm. Okay, danke. Ich danke Ähm, dir.
Ich glaube, mir fällt jetzt gerade keine weitere Frage ein, die ich dir stellen könnte. Ja, du hast mich auch alles gefragt, was gerade wichtig war. Ja! Dann, Salome, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und Dankeschön. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, Florian. Gerne. Ciao, tschüss. Ciao.